Ich heiße André, aka Damar Beats, und mache Beats seit 20 Jahren, weil das eine gute Form war, Musik zu machen, ohne dass man einen musikalischen Hintergrund hat. Ich bin Wilczynski, mein Name ist Stefan und ich mache Beats seit 15 Jahren, würde ich sagen. Was bei mir besonders ist, ich denke, bei mir spricht vieles der Minimalismus, durch den Minimalismus, der meine Musik hat. Ja, die positive Vibes, die ich meistens versprühen möchte. Zum einen lege ich schon beim Produzieren einen großen Wert drauf, dass die Drums auf jeden Fall ballern, würde ich sagen. Heißt das meine Baller nicht? Nein, aber doch, nein. Genau, und ich glaube, dass bei mir auf jeden Fall auch viel so ein melancholischer Vibe mitschwingt. Das ist so der Grundvibe, den ich in mir habe und der raus muss. Würde ich schon sagen, weil das auch grundsätzlich, auch wenn ich jetzt Musik höre, dass es viel in so eine Richtung geht, dass ich Musik, die eine gewisse Deepness versprüht, irgendwie auf jeden Fall, dass mich das mehr abholt, als wenn es jetzt happy ist. Happy Musik ist bei mir eher nicht so angesagt. Also Musik bedeutet für mich auf jeden Fall Identität. Seit ich angefangen habe, Musik zu machen, hat sich vieles bei mir verändert. Und das drücke ich auch meistens dann auch. Also mich macht zum Beispiel nichts glücklicher, wie wenn ich einen Loop finde, der einfach passt. Und das gibt mir einfach so ein Friede oder ein Gefühl von Glück von innen heraus. Also ich denke, es kennen viele von mir, was mein absolutes All-Time-Favorite-Album ist. Camp One with Vienna, Versager ohne Zukunft, für mich bestes Deutschrap-Album überhaupt. Natürlich Classics wie Blauer Samt von Torch oder Fenster zum Hof von den Stieber Twins sind natürlich auch meiner Meinung nach Masterpieces. Aber ich höre halt auch ganz viel andere Musik und ich mag zum Beispiel das Charles Bradley-Album Victim of Soul, fand ich unglaublich schön, und in dem Bereich Jazz, Soul gibt es natürlich ganz viele Sachen, aber mein outstanding Nummer 1 Album ist Camp One with Vienna, Versager ohne Zukunft. Stimmt, das ist auf jeden Fall, also wenn du es so sagst, könnte ich bei mir, glaube ich, auch ganz weit oben ansiedeln, das Camp und Album. Bei mir merke ich immer wieder bei solchen Fragen, dass nicht der André antwortet, der zum Beispiel jetzt hier sitzt, sondern dass ich dann sofort in so einem
das ist der 18-jährige André. Und irgendwie sind meine Antworten da hängen geblieben. Und weil ich habe ja auch seit irgendwie, eben, ich würde zum Beispiel auch Torchblauer Samt sagen, weil mich das einfach zu dieser Zeit wahnsinnig geprägt hat. Mich hat natürlich auch wahrscheinlich danach irgendwie noch Musik geprägt, aber irgendwie nicht so, als dass ich es abspeichern würde, dass ich das jetzt zum Beispiel antworten würde. Also auf die Jahreszahl müsste man wahrscheinlich jetzt irgendwie gemeinsam kommen, weil ich wüsste jetzt nicht auswendig. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall nach Offenburg gekommen bin zu einer Corner Loops von dir. Dass wir, glaube ich, davor auch schon mal geschrieben hatten, aber dass ich dich persönlich das erste Mal da beim Kakadu bei einer Corner Loops, ich weiß nicht mehr, welche das war und was für ein Jahr das war. War das die, wo du selber gespielt hast? Nein. Oder? Ich glaube, da, wo du selber gespielt hast, das war die zweite. Ja, entweder war es die Release Party oder von Kanonenbutter Tape oder die erste Corner Loops. Ja. Okay, und wann war die? 2017. War es die erste Corner Loops? Yes. Wow. Aber dann war es krass. Okay. Ja, ich weiß, dass wir auf jeden Fall vorher schon mal geschrieben hatten, weil du hast, glaube ich, Wege gesucht, wie du dein Tape oder irgendeine EP veröffentlichen kannst. Und dann hast du mich irgendwie angeschrieben und dann, ich habe die vorher schon gekannt und deine Sachen gesehen, online irgendwo. Und fand es damals eigentlich schon ziemlich geil, was du gemacht hast, muss ich zugeben. Und ich glaube, so ist da die erste Verbindung entstanden und dann hat man auch relativ schnell gemerkt, dass man gar nicht weit auseinander wohnt und dann ist es dann irgendwie zwangsläufig eine Frage der Zeit, wenn man sich trifft. Ja. Ich wüsste jetzt aber auch nicht mehr, hast du die Idee gebracht? Also die Idee, kann man ja sagen, die kam dann irgendwann zustande, nachdem wir Beats as Brothers gemacht haben zusammen. Mhm. Das waren ja ähnliche Arbeitsschritte wie dann im Endeffekt beim Album. So, daher denke ich, hat sich das einfach so natürlich entwickelt. Ich weiß nicht, wann man den Entschluss gefasst hat. Das habe ich echt keine Ahnung, aber schon gut, dass wir es gemacht haben. Ja, definitiv. Ich glaube auch, weil das von vornherein, also ich habe ja auch, also wie du auch, mit super vielen Leuten zusammengearbeitet, aber hauptsächlich dann halt doch übers Internet. Und dadurch, dass wir halt dann irgendwie doch so nah zusammen wohnen, dass es einfach Sinn macht, dass man sich auch zusammensetzt und irgendwie Mucke macht, ist das tatsächlich bei mir im Gegensatz zu allen anderen oder vielen anderen Zusammenarbeiten irgendwie sehr viel persönlicher und macht natürlich irgendwie nochmal mehr Bock. Nee, es war komplett in Sessions. Also wir haben vorhin schon mal kurz versucht, irgendwie zur Revue passieren zu lassen, wie oft wir uns getroffen haben. Ich glaube, es waren 4 Sessions, wo es so mehr oder weniger immer so ein Wochenende halt. Genau, und in den Sessions ist im Prinzip, es sind oftmals einfach
Loop-Ideen entstanden. Dann haben wir halt an so einem Wochenende, wenn wir irgendwie Freitagabend angefangen haben aufzubauen und irgendwie vielleicht schon die ersten Platten reinzuhören oder so, und dann halt bis Sonntag irgendwie sind da vielleicht, keine Ahnung, lass es 3, 4, vielleicht sogar mal 5 irgendwie Ideen, die man irgendwie erstmal nur als Loop gebastelt hatte, entstanden, und dementsprechend gab es natürlich dann irgendwie nach 3, 4, ich glaube es waren dann 3 Sessions, wo wir an sich diese Loop-Ideen gebaut haben, und dann hatten wir irgendwie nochmal eine Session, wo wir näher eingegangen sind, arrangiert haben und so Gedöns. Ja schon, da haben wir nochmal so Details, irgendwie an Details gearbeitet und Sachen verändert oder mit dazugenommen, ja. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass ich meistens im Vorfeld, bevor wir uns gesehen haben, ich war manchmal dann noch im Plattelader oder habe geguckt, was in meine Crates ist, und habe einfach ein paar Samples gedickt, so, dass wir irgendwie so einen Stock hatten, wo man wusste, okay, da ist vielleicht irgendwas dabei, wie man benutzen kann, ja. Das lief meistens im Vorfeld ab, ja. Ich glaube, dadurch, dass es persönliche Sessions waren, hat sich das halt alles ein bisschen über die Länge hinweggezogen als über die Jahre. Ich glaube, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, wir haben 21, glaube ich, angefangen. Und jetzt kommt 24 raus. Ich würde sagen, steige 3 Jahre auf jeden Fall. Und ja, also bin jetzt froh, dass es jetzt dann auch langsam bei den Leuten ist. Ja, ja, definitiv. Wird Zeit. Also ich würde jetzt sagen, eine direkte Inspiration für in welche Richtung das Album geht oder so, nicht direkt vorher, sondern schon einfach sehr viel, was hat Stefan da mitgebracht irgendwie in die Sessions. Und dann, weil ich finde aber auch so im Nachhinein, weil es waren auf jeden Fall unterschiedliche Styles von Platten und Genres, die du da irgendwie mitgebracht hast. Und es war aber in unserem Workflow trotzdem relativ schnell klar, wie wir gemeinsam arbeiten und wie wir gemeinsam mit Samples umgehen, dass irgendwie, egal ob das jetzt irgendwie ein Latin-Ding war, irgendwie als Sample oder irgendwas anderes, es war trotzdem so diesen gewissen Vibe, den auch das Album jetzt einfach natürlich dann hat, den hatte es, finde ich, von der ersten Loop-Idee bis zum Schluss. Ich finde es irgendwie, das was dann auch entstanden ist, hat irgendwie so eine gewisse Edge, wo ich finde, die kommen meistens immer noch oder entsteht meistens immer noch, wenn ich mit dir zusammenarbeite, so. Und auch dieser melancholic Vibe, der dann auch entsteht, der ist schon nicht so ganz so typisch für mich. Ich habe das punktuell schon so, aber mit dir ist es einfach so ein Point dann. Und deshalb genieße ich es auch immer so, mit dir Mucke zu machen, weil es dann irgendwie ganz anders wird, wie wenn ich es alleine mache, ja.
weiß auf jeden Fall, einmal haben wir uns in Freiburg getroffen. Da war Paddy auch dort. Und wir haben uns in der Pause zum Tischtennisspiel verabredet. Und ich habe ihn natürlich besiegt. Und er schiebt es bis heute noch auf seine Wanderschuhe, die er anhat. So. Weißt du, was das Witzige ist? Genau das wäre auch meine Anekdote. Diese Wanderschuhe. Ich habe gar keine Wanderschuhe. Joe, you've lived a hard life, and yet the music you play in Portrait of an Artist seems smoother and even more lyrical than some of the previous recordings. Is this true? Why? Ich glaube aber tatsächlich trotzdem, egal in welches Zimmer man uns sperren würde, es würde am Ende dieser Vibe rauskommen. Definitiv. Ja, voll. Bin ich bei dir. Soll ich? Ja, also für mich war, ich habe es vorhin schon mal kurz angemerkt, es heißt ja Neue Welt und irgendwie fand ich halt dadurch, wenn wir zusammen Musik machen, entsteht halt irgendwie was anderes wie gewöhnlich für mich. Und ich fand das jetzt in diesem Kontext, dass es so wirklich so auf Albumlänge ist, entsteht irgendwie auch so eine Welt halt für eine eigene Welt, ein eigenes Soundbild, wo halt in sich sehr stimmig ist, meiner Meinung nach. Und durch den Vibe, den es trägt. Und deshalb dachte ich, kann man sich da sehr fallen lassen und die japanische, sag ich mal, Kultur oder was Japan so in meiner Wahrnehmung ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was uns verbindet, ja, weil ich glaube, du bist da auch sehr into it stelleweise und daher. Der Gedanke tatsächlich sehr schnell, wenn ich irgendwas kreativ mir überlege, wenn es jetzt um Namensgebung oder irgendeinen Kontext geht, den ich selber gestalten muss, dann bin ich sehr schnell in diesem Science-Fiction-Kosmos, weil ich mich da wohlfühle, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, ja, da alles machen zu können. Das ist so für mich. Und der Sound, den wir zusammen machen, der ist halt bei mir einfach so, der prägt quasi dieses Verständnis. Der Weltraum oder der Space so, das
ist schon was mich immer wieder auch zum Antrieb bringt, weil wenn man jetzt die Beatles Brothers anschaut, da hat es auch schon diesen Vibe irgendwie gehabt, dass es alles so futuristisch ist, aber trotzdem so ein bisschen Film noir-mäßig. Und das fand ich irgendwie schon so eine schöne Richtung und es fittet halt auch so krass zu dem Sound. Deshalb ist es, denke ich, bei uns immer so, geht es immer in die Richtung. Ich meine, wie hieß die Single, die wir gemacht haben mit diesem Mond? Erinnerst du dich noch dran, an den Wohnwagen? Das war auch sowas, das ging auch in die Richtung. Das war auch eine Single dazwischen, ne? Das war auch total wieder Weltraum. Stimmt, ja. Ja, die ersten beiden, Crispy und Sugar, das Doppelsingle war auch ähnlich vom Soundbild her und ja. Das ist eine gute Frage. Also ich denke, wir beide haben Leute, die es ziemlich scheiße finden würden, wenn es nicht auf Vinyl kommen würde. Ich denke, das ist auch eine relativ mutige Entscheidung, das heutzutage noch auf Vinyl zu machen. Weil der Vinyl-Hype, wie er jetzt vor, 4, 5 Jahren war, gar nicht mehr so da ist, denke ich. Gerade im Bereich Lo-Fi oder Boom-Bap, Instrumental Hip-Hop, whatever. Rauskommt, dann ist es wie so ein vollendetes Release, also so irgendwie, und das ist so eben für mich auch total genreunabhängig, ob ich jetzt Reggae, Elektro, Hip-Hop, whatever, Jazz, keine Ahnung, wenn du das als Künstler, Künstlerin irgendwie schaffst, dass das am Ende auf einer Platte rauskommt, dann ist es einfach wie so ein, jetzt ist es irgendwie so ein rundes Ding. Und ich finde auch, es bekommt auch einfach auch mehr Aufmerksamkeit, wenn es auf Platte ist, wie wenn man jetzt einfach ein Album einfach nur digital veröffentlichen würde. So. Ja, einfach Liebe für die Projekte dann. Also, ich kann einfach mal, also es sind ungefähr 6, 7 Leute, das sind eben von zum Beispiel Benny, der das Ganze, die Sessions begleitet hat und Fotos und Videos gemacht hat. Ja, big out, Shoutout an Benny Zeil. Plus dann noch die Feature-Gäste, der Flo an der Gitarre bei, glaube ich, 3 Tracks. 2. Und der Johannes am Saxophon. Ja, JTSX, ja genau. Und ansonsten muss man, denke ich, auch noch den Mike, den Stereo One, erwähnen, der das Ganze gemastert hat. Bester Mann seit immer. Und ja, vielen Dank dir, Mike. Und natürlich hat auch Joshua, der das Ganze halt auch super schön gelayoutet hat, das ganze Vinyl-Design. Und danke dir auch, Joshua. Und halt auch Paddy, der uns da auch sehr, sehr gut betreut hat und auch das ganze Vinyl-Projekt vorangetrieben hat.
Ja, ich meine, manche wissen das ja gar nicht, aber hinter Eruca steckt ja ich plus Joshua und plus noch andere Leute. Und daher lag das irgendwie auf der Hand oder war es einfach schön, dass man das zusammen mit Besser Samstag machen kann. Also lieben Dank mit Besser Samstag, weil das ist irgendwie so einfach ein freundschaftliches, also super freundschaftliches Verhältnis und auch zwischen den Labels. Und daher ist es für mich als einer der Köpfe von Eruca Records natürlich super angenehm, dass man das zusammen machen kann und da auch viele einfach Aufgaben irgendwie übernommen werden von Besser Samstag. Ja, für mich fühlt sich einfach nach einem Heimspiel an. Sprichwörtlich. Und ja, die Verbindung zu dir, die Verbindung zu Paddy, die Verbindung zu beiden Labels fühlt sich einfach, ja, genauso. Also ich hätte es mir gar nicht anders, also ich hätte es mir nicht vorstellen können, irgendwie woanders zu releasen oder so. Ja, same. Letztendlich, dass es gehört werden kann. Also, dass es auf Platte gehört werden kann, dass es digital gehört werden kann, dass man unsere Gesichter auf dem Video sieht. Genau, einfach, dass dieses Baby irgendwie das Licht der Welt erblickt. Oh Gott, oh mein Gott. Hört sich süß an. Gott. Also, was denke ich für mich wichtig ist, dass es ein Stück weit die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Und in meiner Meinung nach ist es relativ zeitlos geworden und denke ich, kann man das in 5 oder 10 Jahren immer noch auflegen und es ist immer noch dope und süß. Soll ich anfangen? Ja. Also ich sage einfach Danke so an alle, die beteiligt waren. So. Danke nochmal an Joshua, Namin, danke an Johannes, JTSX, danke an Flo, Francis Never Frozen, danke an Mike Steril One, Staub Audio Wien fürs Mastering, danke Benny Zahl für die Fotosessions und ja, ich denke, das waren alle, die daran beteiligt waren. Ich möchte nochmal Danke sagen und auch Paddy natürlich. Und auch dir nochmal Danke sage, André, für die ganze Zeit, weil das war ja schon auch immer sehr zeitintensiv, aber es ist immer sehr produktiv und daher danke dafür und ansonsten nur der KSC. Das macht einen fast ein bisschen melancholisch. Ja, schon ein bisschen. Weißt du, was ich jetzt nämlich zum Beispiel gerade merke? Dass wir ein neues Projekt brauchen. Definitiv. Also jetzt ist das Ding irgendwie fertig, das hat uns jetzt die 3 Jahre begleitet und ich merke jetzt gerade, wo du so ein bisschen auch davon redest, so dass es eben jetzt getan ist, ist irgendwie... Also ich kann ja auch sagen, ich merke das immer wieder, wenn dann irgendwie Projekte abgeschlossen sind mit Freunden oder Künstlern, das ist dann erstmal so, okay, jetzt ist gar nicht mehr das da, wo man so lange dran gearbeitet hat. So, das ist echt ein interessanter Aspekt, so, ja. Ja, lass mal nachher mal quatschen, wir machen noch was Neues. Können wir gleich heute Abend machen.